Hallo zusammen, heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen Rinderbraten aus dem Backofen und ich glaube, da hat jeder so sein Traditionsrezept von Oma oder von Mama und ich mache es eben auf meine Art. Meine Art ist, wie ihr alle wisst, mal sehr einfach und easy halt nachzumachen und auch ohne Alkohol. Also Rotwein ist in meinem Rezept nicht mit dabei, das wollte ich euch vorab sagen, weil das halt so typisch ist für Rinderbraten. Aber meins schmeckt mindestens genauso lecker, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich mache das sehr oft, gerade so in den Wintermonaten. Und jetzt brauchen wir natürlich zuallererst mal einen Rinderbraten und der ist bei mir schon ohne Knochen und auch ohne Fett. Also hier ist nur so ein kleines Stückchen Fett dran, aber ansonsten ohne Fett. Den habe ich gewaschen und habe ihn schon trocken getupft. Und der erste Schritt, den machen wir hier in der Pfanne. Ich habe hier eine Hochrandpfanne, ihr könntet aber auch einen Topf nehmen. Da gebe ich jetzt zuallererst Butterschmalz rein. Das wird dann richtig schön erhitzt. So, und jetzt das Fleisch von allen Seiten schön scharf anbraten. Den Braten nehmen wir dann, nachdem wir ihn von allen Seiten kurz angebraten haben, einmal raus, zurück auf den Teller und geben Salz und Pfeffer drauf. Und jetzt geht es weiter hier in unserer Pfanne. Da gebe ich jetzt noch das restliche Buttergeh dazu. Butterschmalz? Ich bin schon so an das Wort Buttergeh gewöhnt. So, und anschließend gebe ich Tomatenmark dazu und Zimtstangen. Da nehme ich gerne Zimtstangen. Ihr könntet sonst auch Zimt in Pulverform nehmen, aber ich finde, dass das mit Zimtstangen doch nochmal ein kleiner Unterschied im Geschmack ist. So, die Zwiebeln jetzt nur ein paar Minuten mit andünsten. Das waren jetzt bei mir gerade so 2 Minuten auf mittlerer Stufe. Und jetzt kommt der Braten zurück. Da mache ich mir hier ein bisschen Platz. Einmal zurücklegen. Und anschließend mit Muskatnuss und Thymian nochmal schön würzen. Und danach kommt auch schon der Rinderfond dazu. Das wird ein Festmahl. Oh yes. So, jetzt ist unser Braten eigentlich bereit für den Ofen und jetzt kommt Omas Trick. Wir nehmen jetzt einfach zweimal Alufolie und geben das da drüber und verschließen dann den Topf. So, jetzt kommt der Backofenteil und zwar ist das ein Rezept, bei dem ihr ausnahmsweise mal nicht schnell kochen könnt oder das Gericht schnell funktioniert, sondern das muss wirklich sehr langsam garen und ich benutze heute den Samsung Dual Cook Flex Backofen. Ich habe euch auf Instagram schon angeteasert, dass ich den jetzt mal austeste, weil man dort einfach auch 2 Gerichte gleichzeitig backen kann oder garen kann, besser gesagt. Und das probiere ich heute, das ist der perfekte Test dafür. Ich habe nämlich meinen Braten einmal unten reingeschoben, in den unteren Teil des Backofens, den habe ich auf 180 Grad eingestellt. Dort braucht er wirklich so 1,5 bis 2 Stunden. Ich habe jetzt 1 Kilo Fleisch. Es kommt halt auch immer auf die Dicke des Fleisches an. Und oben mache ich jetzt schon mal eine leckere Beilage. Da machen wir jetzt Kartoffeln und das zeige ich euch jetzt. Kommt! Für die Ofenkartoffeln nehme ich jetzt festkochende Kartoffeln und die sind auch sehr klein, daher werde ich sie nur halbieren mit meinem Wellenschneider. Wenn sie sehr groß sind, dann viertelt sie gerne und anschließend können wir sie würzen. Dafür brauchen wir erstmal als Basis Olivenöl. Das gebe ich direkt hier mit aufs Blech. Und dann mag ich am liebsten Rosmarin. Da könnt ihr jetzt getrockneten nehmen oder frischen. Und dann noch Salz und Pfeffer. Am besten frisch aus der Mühle.
Also die Ofen sind schon fertig für den Backofen und dadurch, dass die jetzt Die relativ... Ofen sind fertig für den Backofen. Was? Die Kartoffeln. Was habe ich denn gesagt? Die Ofen. Oh mein Gott, okay. So, die Kartoffeln sind fertig vorbereitet und durch die kleinere Größe, sage ich mal, brauchen sie wirklich nur 30 Minuten und sind dann gar. Das könnt ihr euch dann quasi so einplanen, dass ihr das am Ende der Garzeit von eurem Braten reinschiebt. Bei mir ist das jetzt der Fall und das Coole am Samsung Dual Cook Flex Backofen ist ja, dass wir quasi 2 Garräume haben. Wir haben zwar einen Backofen, aber 2 Räume, in denen wir eben Dinge backen und garen können und das zeige ich euch jetzt mal. So, der obere Garraum ist jetzt für die Kartoffeln reserviert und da backen sie oder garen sie bei 200 Grad vor sich hin. Unten ist nach wie vor 180 Grad eingestellt und im Prinzip könnte ich jetzt sogar einen Kuchen in einem der Garräume backen und die Gerüche würden sich nicht gegenseitig annehmen. Das finde ich ganz cool und das werde ich, wie gesagt, in den nächsten Wochen auch testen und euch weiterhin berichten. Und wir haben hier eine flexible Tür, das kann ich euch auch gerne zeigen. Das ist auch super wichtig, weil die Kartoffeln könnt ihr nämlich zwischendurch wenden. So, die Kartoffeln sind jetzt gar und unser Rinderbraten auch. Ich habe jetzt beides aus dem Ofen geholt. Und beim Rinderbraten mache ich so, dass ich ihn immer erst 10 Minuten auf einem Schneidebrett entspannen lasse und dann erst in dicke Scheiben schneide. Und aus dem Rest machen wir jetzt eine leckere Soße. Und dafür nehmt ihr euch jetzt ein bisschen Speisestärke, verrührt das mit Wasser. Und dann kommt das mit da rein, wird einmal kurz aufgekocht und dann, Leute, habe ich noch einen extra Tipp für euch. Ich habe heute rote Beete da, der ist schon vorgekocht, die ist schon vorgekocht. Und ihr könntet aber auch frische rote Beete nehmen und die vor dem ganzen Garvorgang schon dazu tun. Und dann, finde ich, gibt das nochmal so einen extra tollen Geschmack. Und anschließend noch salzen und Pfeffer und ein bisschen abschmecken und dann sind wir auch schon fertig. So, und Soße nochmal abschmecken. Perfekt, also wirklich mehr als Salz und Pfeffer braucht ihr am Ende gar nicht. Die schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Und fertig ist auch schon unser Festessen. Und ich finde, das war jetzt gar nicht so schwer und hat auch gar nicht so lange gedauert. Wir feiern zwar kein Weihnachten, aber also Feiertage sind für uns auch immer so der Moment der Ruhe. Alle Geschäfte zu, alle kommen einmal runter und dann sieht man auch seine Liebsten wieder. Wenn es in diesem Jahr nicht so gut klappt, dann vielleicht hoffentlich im nächsten Jahr. Und ich hoffe, dass euch das Rezept gefallen hat. Ihr dürft mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welches herzhafte Gericht ihr unbedingt mal von mir sehen möchtet. Dann zeige ich euch das natürlich und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss!